Die Vorbereitungen zur Motor- und Getriebeüberholung unserer schönen Gerda, der Viergang MZ TS 250-0. Es geht um die Informationssammlung mittels Reparaturhandbüchern, Schraubervideos und in einschlägigen Internetforen. Dann geht es um die rechtzeitige Beschaffung aller benötigten Werkzeuge und Sonderwerkzeuge und dann noch um die Planung und Organisation des Arbeitsplatzes, an dem wir die Überholung durchführen, und die Abstellorte für die vielen Teile, die bei so einer Überholung übersichtlich zwischengelagert werden müssen. Information ist alles, von Reparaturhandbüchern, YouTube-Videos und Internetforen. Noch bevor ich mich auf dem Oldtimermarkt nach einer MZ umgeschaut habe, hatte ich viel darüber gelesen, mich in den MZ-Foren umgeschaut, Ersatzteile im Internet recherchiert und YouTube-Videos von einschlägigen MZ-Bastlern angeschaut, denn man will ja möglichst gut einschätzen können, was man so angeboten bekommt. Bald war mir klar, welche Reparatur- bzw. Technikbücher für eine MZ TS 250-0 geeignet sein könnten. Dirk Wildschreis großes gelbes MZ-Schrauberbuch mit dem Untertitel »Vom richtigen Umgang mit den Schoppauer Zweitaktern« gehört auf jeden Fall zur Pflichtlektüre jedes MZ-Schraubers. Seine vielen Tipps und Tricks, unter anderem auch, wie man ohne viel Sonderwerkzeug trotzdem zurechtkommen kann, beruhen auf einem profunden Wissen, erworben in jahrzehntelanger Erfahrung mit MZ-Reparaturen. Für die Motorüberholung machte es für mich Sinn, daneben noch eine Kopie des originalen Reparaturhandbuchs der IFA zur Verfügung zu haben. Eigentlich nur der Vollständigkeit halber habe ich mich dann dazu hinreißen lassen, auch noch die Reparaturanleitung Nummer 510 für MZ 150-250 für fast 40 € zu kaufen. Das war allerdings schon der erste Fehler. Es ist eines von sehr vielen Büchern aus der Reparaturhandbuchreihe des Schweizer Verlags Bucheli aus Zug in der Schweiz. Man merkt schnell, dass es billig und ohne spezifische MZ-Erfahrung am Fließband produziert wurde. Einige Hinweise sind einfach aus dem IFA-Handbuch übernommen, selbst wenn sie längst veraltet sind und für die heute erhältlichen Ersatzteile nicht mehr zutreffen. Wichtige Arbeitsschritte bei der kritischen Montage der Gehäusehälften sind hier gar nicht erwähnt und die verwendeten Schwarz-Weiß-Bilder sind oft viel zu dunkel und kontrastarm abgedruckt. Da helfen auch die ewig dreckigen Hände des Monteurs auf den Bildern nicht, diesem Buch den Anschein von Kompetenz und Authentizität zu verleihen. Mit diesem Reparaturhandbuch allein hätte ich die MZ als Anfänger nicht ordentlich überholen können. Mit dem IFA-Handbuch oder dem Schrauberbuch von Wildschrei aber schon. Für komplexe, MZ-fremde Nachrüstkomponenten, wie in meinem Fall die Wape-Zündung, sollte man sich aus dem Internet die Einbau- und Anschlussanleitung herunterladen und ausdrucken, wenn sie nicht vom Vorbesitzer beim Motorradkauf ohnehin mitgegeben worden ist, wie sich das eigentlich gehören würde, aber leider doch eher selten vorkommt. Eine andere, deutlich schwieriger zu bewertende Quelle der Informationssammlung sind die Schraubervideos auf YouTube. Wie bei allem, was das Internet bereitstellt, gilt es erstmal, den Schrott von dem Brauchbaren zu trennen. Um das beurteilen zu können, braucht es aber schon sehr viel einschlägiges Vorwissen. Von den vielen, zwar oft sehr unterhaltsamen, aber leider technisch zum Teil eher gruseligen MZ-Schraubervideos im Internet hebt sich aber ein Kanal sehr positiv ab. Running Torchlight hat neben vielen anderen gut gemachten Motorradvideos eine Videoreihe herausgebracht, die in 16 Folgen die MZ ES 250-2 Überholung präzise, systematisch und, soweit ich das beurteilen kann, handwerklich herausragend gut beschreibt. Seine darin demonstrierte äußerst umsichtige und sorgfältige Vorgehensweise bei allen Arbeiten an Motor und Getriebe sind sicher vorbildlich und waren für mich die beste Vorbereitung, um den MZ-Viergang-Motortyp MM250-2 bzw. MM250-3
auch als Anfänger selbst überholen zu können. Dieser Motor- und Getriebetyp findet sich übrigens in den MZ-Modellen ES 250, der selteneren ETS 250 und eben auch in meiner TS 250-0, der schönen Gerda, weshalb seine Videos für alle diese Modelle als gute Anleitung geeignet sind. Nur noch ein kurzes Statement zu Foren und den darin auftretenden selbsternannten Fachleuten. Man glaube nur, was unabhängig auch andere Teilnehmer aus eigener Erfahrung bestätigen und was sachlich gut und plausibel begründet ist. Behaupten kann jeder alles. Wie überall im Internet sind leider die Anmaßenden, die Wichtigtuer, die Dummen und die Dreisten in der Überzahl. Die echten wohlmeinenden Fachleute erkennt man an ihren ausführlichen, technisch plausiblen Begründungen und ihrem Hintergrundwissen. Über Werkzeuge und Sonderwerkzeuge der Motor- und Getriebeüberholung. Bevor man anfängt, den Motor zu zerlegen, sollte man einigermaßen sicher sein, dass man alle dafür benötigten Werkzeuge zur Verfügung hat. Sonst geht es unvermittelt nicht weiter oder, was viel schlimmer ist, man lässt sich gegebenenfalls dazu hinreißen, etwas Dummes zu tun, nur um voranzukommen. Man kann schon einiges improvisieren, wenn man weiß, wie und genügend handwerkliche Erfahrung hat. Ich habe diese vermutlich eher nicht, deshalb habe ich mich daran gehalten, was Dirk Wildschrei in seinem Schrauberbuch beschreibt, wie man das eine oder andere Sonderwerkzeug, das im IFA-Reparaturhandbuch einfach vorausgesetzt wird, dann doch geschickt umgehen kann. Aber es gibt eben auch Arbeiten, da kommt man um das vorgesehene Sonderwerkzeug einfach nicht herum, weil man ansonsten schnell etwas kaputt bastelt und der Schaden dann wesentlich teurer wird, als hätte man sich das Sonderwerkzeug gleich gekauft. Abziehwerkzeuge für das Polrad, die Kupplung, die Kurbelwellen- und Getriebelager gehören zum Beispiel ebenso zur Grundausstattung wie ein Lötbrenner, eine Heizplatte, Hitzeschutzhandschuhe, eine Schutzbrille und passende Heizpilze zum Anwärmen der Lagerinnenringe. Die sollten allerdings aus Stahl gemacht sein und nicht aus Aluminium, wie der Satz hier, den ich von Meister Mills gekauft habe. Die Masse dieser Heizpilze ist um den Faktor 3 kleiner, als wenn sie aus Stahl wären. Deshalb können sie nicht so viel Wärme aufnehmen wie Heizpilze aus Stahl und eignen sich daher physikalisch schon nicht. Ich habe daher auch nur den größten der 3 Heizpilze überhaupt verwenden können und dafür war der Satz dann doch viel zu teuer. Mit einer Heißluftpistole habe ich die Teile nicht vernünftig warm bekommen und alle Versuche, die Gehäuse- und Lagerinnenringtemperaturen über eine Infrarot-Messpistole zu ermitteln, sind bei mir kläglich gescheitert. Stattdessen habe ich einen Hartlötbrenner aus dem Baumarkt verwendet und mit ein wenig Wasser auf die Oberfläche getropft, lässt sich die zu erreichende Temperatur zuverlässig genug abschätzen. Auch die Anschaffung eines passenden Dorns zum Ausdrücken des Kolbenbolzens empfiehlt sich, damit man das empfindliche Nadellager nicht beschädigt. Unverzichtbar sind natürlich auch Drehmomentschlüssel für die kleinen und die größeren Drehmomente, die aber ohnehin in jede Werkstatt gehören und nicht MZ-spezifisch sind. Wenn man Wildschreis Schrauberbuch daraufhin sorgfältig gelesen hat und sich seiner eigenen Werkstattausrüstung bewusst ist, sollte man nochmal zusätzlich im IFA-Reparaturhandbuch nachsehen, wie dort die Demontage und Montage unter Zuhilfenahme der Sonderwerkzeuge beschrieben ist. Das ist natürlich die sicherste und schonendste Methode. Mit beiden Informationsquellen zusammen kann man sich dann ein eigenes Urteil bilden, wie man den jeweiligen Arbeitsschritt selbst angehen will und was man dafür noch beschaffen muss. Die Organisation des Arbeitsbereiches für die Motorzerlegung und spätere Wiedermontage. Man hat schon irgendwie eine Vorstellung davon, wie und wo man die Motorzerlegung machen will. Aber es lohnt sich dennoch, im Vorfeld des eigentlichen Arbeitsbeginns einige Gedanken mehr darauf zu verwenden. Zum Beispiel, wohin mit dem Motorrad, wenn der Motor ausgebaut ist? Das Ding wird ja nun einige Wochen oder vielleicht Monate im Weg rumstehen.
Rangieren der Maschine geht aber nur, wenn die Kette nicht offen aus den Kettenschläuchen rausbaumelt. Also muss die Kette ganz raus. Da sie später wieder rein muss, kann man die Kettenschläuche gleich mit abnehmen. Wohin dann mit dem ausgebauten Motor, wenn man keinen eigenen Motormontageständer zur Verfügung hat? Ich habe mich für einen Workmate entschieden, den ich noch im Keller rumstehen hatte. Der ist leicht zu versetzen und erlaubt es, dass man rundherum gehen kann und auch von allen Seiten etwas aufspannen und mit einfachen Schraubzwingen klemmen kann. Die Wellen, die aus den Gehäuseteilen herausragen, können zwischen den auseinandergeschraubten Tischhälften nach unten überstehen, während das Gehäuse plan aufliegt. Das ist ein großer Vorteil. Und für den Fall, dass man diese halb montierten bzw. halb demontierten Gehäuseteile mal woanders hinlegen muss, braucht man ein paar Kanthölzer als Auflage, die man sich im Baumarkt besorgen und zuschneiden lassen kann. Wohin dann mit den abgebauten Teilen, an denen man nicht direkt arbeitet? Auch dazu sollte man sich Gedanken machen. Nichts ist so blöd, als wenn man einen vollen und entsprechend schweren Tank vom Motorrad abnimmt und damit durch die Werkstatt läuft und keine Stelle findet, wo man ihn gut ablegen kann. Schließlich schaut unten der Benzinhahn heraus, auf dem man das Teil besser nicht abstellt, und auch die lackierten Kanten des Tanks will man ja nicht zerkratzen. Das ist mir nur einmal passiert, dass ich deswegen den Tank wieder über den Rahmen einsetzen musste, weil ich nur von 12 bis Mittag gedacht hatte. Seitdem steht dann ein alter Hocker mit einer Decke und Kissen gepolstert bereit, auf den ich den Tank sicher ablegen kann. Danach wird das gute Stück abgedeckt. Aber auch die vielen Kleinteile, die man nach Wochen noch richtig zuordnen will, ohne was zu vergessen, sollten in Baugruppen gemeinsam geordnet abgelegt werden. Ich habe dafür einen ausrangierten leeren Werkzeugwagen verwendet. Und wo der nicht ausgereicht hat, hatte ich noch ein paar Backbleche übrig, die einerseits gut zum Auffangen des aus den Gehäuseteilen tropfenden Öls sind, aber auch für die übersichtliche Anordnung und Aufbewahrung der Motorteile, die zur Beurteilung anstehen. Schrauben, mit denen die Gehäusedeckel oder die Motorgehäusehälften zusammengehalten werden, können unterschiedliche Längen haben. Die einfach alle in eine Kiste zu werfen, rächt sich beim Zusammenbau, wenn man das zum ersten Mal macht. Ein Stück Pappe auf die Form des Gehäuses zugeschnitten und die Löcher für die Aufnahme der Schrauben ungefähr dort hineingestochen, wo sie am Gehäuse sitzen, haben sich für mich bewährt. Auch wenn dies für die MZ vielleicht nicht unbedingt nötig wäre, so sehe ich doch, ob hier vielleicht der Vorgänger falsche Schraubenlängen verwendet hat. Und ich will ja seine Fehler nicht wiederholen. So lässt es sich planmäßig arbeiten und viele unnötige Fehlerquellen, die nichts mit dem eigenen handwerklichen Können zu tun haben, sondern nur durch unorganisiertes Arbeiten zustande kommen, lassen sich schon mal von vornherein vermeiden. Wenn man zum 17. Mal einen MZ-Motor revidiert, braucht man viele dieser Tipps sicher nicht mehr. Aber für den ersten Versuch hilft es, den Überblick nicht zu verlieren.